Die Walt Disney-Aktie ist in den letzten Wochen und Monaten extrem stark gefallen. Man hat jetzt vor kurzem die neuen Quartalszahlen vorgelegt. Deswegen schauen wir uns heute mal die Fundamentaldaten an, was man denn so vorgelegt hat an Zahlen, ob die gut waren, wie der langfristige Ausblick aussieht für Walt Disney oder inwiefern man sich hier auch gegenüber Netflix und Amazon etc. möglicherweise in Zukunft behaupten kann. Wir sehen jetzt hier den Aktienkurs der letzten 5 Jahre und der hat sich eigentlich in den letzten 5 Jahren ja wirklich, also sogar die letzten 10 Jahre, ja gar nicht entwickelt. Also wir waren 2014 schon mal auf dem Niveau ungefähr, wo wir jetzt sind. Wir notieren jetzt so bei 105 US-Dollar, also hier eine sehr, sehr starke und lange Seitwärtsphase bisher. Schauen wir uns mal die also Q2-Earnings an für Disney. Was hat man hier reported? Also man hat 1,21 Earnings per Share berichtet und das war deutlich übertroffen mit höheren Gewinnen um 8,04% im Vergleich zu den Erwartungen. Der Umsatz ist um 1,2% gewachsen. Das war eine leichte Verfehlung, aber nur um 0,23%. Wie sieht es um die Segmente aus? Also Media und Entertainment ist um 5% gesunken. Das lineare Netzwerk ist um 7,8% gesunken, also ist alles hier over hier. Direct to Consumer ist ebenfalls in dem Fall aber gestiegen, also konnte dann sozusagen die anderen beiden schlechten Segmente ausgleichen. Und zwar ein relativ wichtiger Bereich auch mit 5,64 Billionen US-Dollar Marktanteil bzw. Segmentanteil und auch die Content Sales, Licensing und Other Revenues sind wie die anderen zwei Bereiche stark gesunken und zwar um 40%. Aber da geht es eben um diese eher Einmaleffekte mit diesem Licensing und Content Sales. Das sind ja eher die weniger, ja, sage ich mal, stetigen Einnahmen. Und die Park Experience and Product Revenues, also die Themenparks von Disney, die hatten ja auch ein relativ gutes Jahr bzw. Quartal im Vergleich Year over Year und sind gestiegen um 9,8%. Also da scheint man auch wieder seine Gewinne und seine Umsätze steigern zu können. Ja, neben dem hatte Consumer Products auch noch einen Zuwachs verzeichnen können um 2,6%. Schauen wir mal weiter nach unten und schauen auf die Guidance. Also, the company does not expect to see core subscriber growth at Disney Plus in the fiscal third quarter, but anticipates improvements in the fiscal fourth quarter. Also man erwartet jetzt im dritten Quartal, das jetzt hier läuft schon im Moment, kein Abonnentenwachstum für Disney Plus und geht aber davon aus, dass es dann besser wird im vierten Quartal. Also das ist jetzt vielleicht eher weniger gute Nachrichten, deswegen hat wahrscheinlich auch der Kurs so mit 5% Abschlag darauf reagiert. Aber an sich sieht man hier Disney expects full year fiscal 2024 Earnings per Share Guidance eben hier, dass die immer noch um 25% über dem Jahr 2023 liegt. Also im Vergleich zu 23 soll 24 um 25% mehr Earnings per Share übrig lassen. Und man erwartet hier immer noch eine Free Cashflow Generation um die 8 Billionen US-Dollar. Also relativ stark jetzt hier in dem Fall, starke Guidance eigentlich für das Jahr an sich. Gucken wir mal hier nochmal den Earnings Report von Walt Disney selber rein und hier die Key Points. Also, we remain on track to generate approximately 40 Billion of cash. Also man sagt hier, man wird so circa 14 Billionen US-Dollar an Cash durch seine operativen Tätigkeiten aufbringen und davon dann über 8 Billionen US-Dollar Free Cashflow. Also das ist schon mal ganz wichtig für gleich noch für die fundamentalen Kennzahlen. Und sie haben hier 1 Billion Dollar worth of Shares zurückgekauft im zweiten Quartal und sie wollen auch in Zukunft das fortführen und noch mehr Kapital zu den Shareholdern zurückbringen. Ja, ein Kommentar hier von dem CEO bezüglich dem Direct-to-Consumer-Business. Also, we continue to expect our combined streaming business to be profitable in the fourth quarter and to be a meaningful future growth driver for the company with further improvements in profitability in fiscal 2025.
Also erwartet jetzt hier, dass das Streaming-Business endlich richtig profitabel wird im letzten Quartal 2024, also im vierten Quartal. Und dass es ein sehr, sehr wichtiger Wachstumstreiber ist für das Unternehmen mit ja, noch besserer Profitabilität dann im Jahr 2025. Und man konnte auch wieder die Disney-Subscriber hier naja, steigern. Also man erwartet jetzt praktisch, dass Disney Plus 2025 bzw. letztes Quartal profitabel wird. Dann sagt hier noch der Bob Iger, our results were driven in large part by our experiences segment as well as our streaming business. Importantly, entertainment streaming was profitable for the quarter and remain on track to achieve profitability in our combined streaming businesses in Q4. Also er sagt, die Ergebnisse waren hauptsächlich eben durch dieses Experience-Segment getrieben, also die Parks und auch durch das Streaming-Business. Und da war jetzt eben der Entertainment-Bereich ja, für dieses Quartal schon profitabel. Und man erwartet jetzt eben, dass in dem 2024 alle kombinierten Streaming-Segmente auch profitabel werden sollen. Genau. Also dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf die charttechnische Situation bei Walt Disney, wie sich die Aktie so langfristig in letzter Zeit entwickelt hat. Und da sehen wir, ja, die Aktie ist schon sehr, sehr lange an der Börse, hatte auch einen relativ guten Run, hatte mal eine lange Seitwärtsphase. Hier ab, was war das, so circa ja, 1996 bis 2009, ja, eigentlich bis 2011 ist man seitwärts gelaufen. Also über 5300 Tage eigentlich keine wesentlichen Kursgewinne. Wenn wir jetzt aber mal für die jüngere Vergangenheit schauen, also so ab 2014, sehen wir eigentlich, dass wir auch schon so lange seitwärts laufen, also auch schon wieder 10 Jahre. Also es ist jetzt das zweite Mal, dass die Aktie das macht, dass die wirklich so lange seitwärts läuft. Wir hatten jetzt hier auch ab Corona diesen Streaming-Hype, wo die Aktie sehr, sehr gut gelaufen ist, haben aber komplett alles wieder abverkauft, haben hier Ende 23 dieses Low gefunden, auf Höhe dieser wichtigen Monatsschlusskurse bzw. Wicks von 2024 und 2020 und da haben wir jetzt den großen Turnaround gesehen, mehr oder weniger, konnten uns jetzt hier auch in Vergangenheit oder in kürzerer Vergangenheit sehr stark, sehr gut lösen, also sehr mit impulsiven Bewegungen hier raus, impulsiv, corrective, impulsiv und jetzt haben wir eben wieder einen kleinen Rückgang des Kurses, sehen aber auch hier, dass die Kerze natürlich mit minus 7% jetzt die Woche schon relativ stark war, aber mittelfristig könnten wir jetzt hier mit diesem Fibonacci Retracement, das ich mal angelegt habe an dieser Wochenkerze, ja, so um die ja, 100 US-Dollar eigentlich, 102 US-Dollar. Wenn der Kurs jetzt hier langsam draufläuft und sich hier nochmal eine Bodenbildung ergibt, könnte man da auf jeden Fall schon eigentlich sogar langfristig die Aktie einkaufen. Also wir befinden uns auch hier in der grünen Zone in einer sehr, sehr relevanten Unterstützung. Plan B, beziehungsweise zweite Zone wäre eigentlich hier dann unten gleich bei 96 und sollte man aber spätestens hier um die 88 US-Dollar drunter fallen, dann wäre nochmal diese Unterstützung hier wichtig, dann wird die nochmal angetestet. Das halte ich aber im Moment eigentlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also man könnte im Moment auf jeden Fall abwarten. Wenn ich die Aktie hätte, würde ich sie im Moment halten, würde ich nicht nachkaufen. Wenn die Aktie hier wirklich langsam nochmal weiter nach unten kommt, vielleicht erst nochmal hochzieht und dann runter hier einen schönen Boden bildet in der grünen Zone, dann könnte ich mir auch vorstellen, da Long-Positionen zu eröffnen. Aber für mich langfristig eigentlich eher weniger passend für mein Depot persönlich. Die wächst mir einfach zu langsam und dieser Streaming War, der ist einfach so stark umkämpft. Aber kann ich absolut nachvollziehen, wenn man da jetzt einsteigt. Also das Chancen-Risiko-Verhältnis ist da jetzt auf jeden Fall im Moment im Vergleich zu den letzten 10 Jahren wirklich sehr, sehr gut. Von dem her auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn man sich Walt Disney genauer ansehen möchte. Dann schauen wir mal hier auf die Fundamentaldaten. Wir sehen, wir haben einen Dividendenyield von 0,7%. Man hat ja ganz lange keine Dividende mehr bezahlt, nachdem man aber schon jahrelang eine ausgeschüttet hatte. Das hat man jetzt aber wieder eingeführt. Und wir schauen mal auf die Valuation Ratio, also die ist relativ hoch. Wir haben jetzt hier ein PI von 36, das soll sich aber natürlich wieder an die 20er ungefähr angleichen wie auf Vor-Corona-Niveau. Also man hat ganz stark unter Corona gelitten, auch durch die Themenparks, die man eben betreibt, die alle schließen mussten natürlich.
Und das sieht man eigentlich hier wunderschön in dieser Umsatz- und Profitabilitätsmetrik hier. Also wir hatten 2019 einen Umsatz von 69 Milliarden Billion US-Dollar und haben jetzt halt einen höheren Umsatz von 88, haben aber nur noch eine Netmargin von 2,66%, also die Marge extrem niedrig und damit halt noch ein Net-Income nur von 2,35. Und wenn wir das vergleichen zu 2019, also diese Pre-Pandemic-Levels, da hatten wir eine viel, viel höhere Netmargin. Also die war um 14, um 13, 14% höher und hatten dadurch natürlich auch ein deutlich höheres Net-Income, wie wir es jetzt im Moment haben. Natürlich hat sich das Business da auch ein bisschen verändert. Man muss jetzt eben sehr, sehr viel investieren, auch in das Streaming-Business. Aber man muss ganz klar sagen, also man ist hier seit Corona, man hat sich überhaupt nicht gut erholt. Also man hat sich absolut ganz, ganz schlecht erholt bisher. Man braucht einfach so lange, um da wieder auf diese Vorlevel zu kommen. Also das sieht eher abschreckend aus. Ja, hier die wichtigsten Umsatzsegmente sind eben hier Entertainment, Experiences und Sports. Und das wichtigste Umsatzgebiet ist natürlich Amerika. Hier sehen wir die Dividende, also man zahlt so circa 32% der Gewinne hier aus und man hatte hier 2020 noch sogar eine kleine Dividende bezahlt, aber das richtige letzte Jahr war 2019 mit einer Dividende von 1,76. Also da ist man aber auch ganz weit noch davon entfernt, wieder in diese gesunden Bereiche reinzukommen. Ja, man hat dann eben hier diese 2 Jahre hier keine Dividende mehr bezahlt und hat sich dann jetzt 2024 dazu entschieden, wieder Dividenden auszuschütten. Schauen wir mal hier auf die Schuldenlast. Und da sehen wir, 2019 hatte man hier einen Free Cashflow von nur 1,1 Milliarden und aber eine Schuldenlast von 47 knapp. Also auch schon relativ hohe Schuldenlast. Das ist aber jetzt in Vergangenheit, naja, nicht wirklich besser geworden. 2020 hat sich die Schuldenlast nochmal stark erhöht. Seitdem versucht man die hier zu reduzieren und der Free Cashflow ist eigentlich seitdem auch gut angestiegen. Aber in meinen Augen schon eine sehr starke Verschuldung. Also jetzt hier eine 10-fache Verschuldung im Vergleich zur Free Cashflow der Schuldenlast. Aber man darf natürlich nicht vergessen, man hat hier Cash Equivalents von 14 Billionen US-Dollar. Also die müsste man noch abziehen. Dann hätte man eben hier 35, dann wäre das noch eher tragbar. Dann hätte man eine knapp 6-fache Verschuldung. Also das wäre noch im Rahmen für Walt Disney, die ja dann auch etwas CapEx getrieben sind. Schauen wir mal hier aufs Income Statement. Hier sieht man eigentlich nochmal das gleiche Bild. Also die Umsätze konnten eigentlich immer weiter gesteigert werden, trotz Corona. Klar, Corona war jetzt ein kleiner Rückgang, vor allem man ist dann eben nicht mehr profitabel gewesen in dem Jahr, aber generell der Umsatz konnte immer weiter gesteigert werden, wenn man dieses Jahr mal ausnimmt. Ja, die Total Liabilities, die konnten auch seit 2020 wieder reduziert werden und die Total Assets, ja, die haben sich eigentlich relativ in der Waage gehalten, waren sogar leicht steigend. Wenn wir hier nochmal die Cashflows ganz genau anschauen, sehen wir 2017 hatten wir nochmal einen höheren Cashflow, also diese Pre-Pandemic-Level war der Free Cashflow doppelt so hoch, wie wir es im Jahr 2023 hatten. Und da rührt jetzt eben auch hier her, was ich gesagt habe, dass man hier sich ganz schlecht erholt hat bisher. Also man ist noch nicht mal bei der Hälfte des Free Cashflows, den man 2018 erzeugt hat. Und man braucht einfach noch viel, viel länger, um wieder auf diese Level zu kommen. Und das liegt natürlich in erster Linie auch an den operativen Margen, die man jetzt hier auffährt, beziehungsweise den Net-Margen, die man auffährt. Und die schauen wir uns jetzt an. Ich blende jetzt mal die Net-Margen und die Operating Margin ein. Dann sehen wir, 2017 lag die Net Margin bei 16% und die Operating Margin bei 25%. Und jetzt sind wir im Jahr 2023, fast forward, und wir haben nur noch eine Net Margin von lächerlichen 2,66% und eine operative Marge von nicht mal 10%. Also wirklich extremer Absturz seit Corona. Hat man sich zwar hier wieder leicht verbessert, aber das ist wirklich auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau, wenn man das vergleicht mit den Pre-Pandemic Levels, also sowohl von der Bewertung natürlich her, als auch von den Margen, die sind wirklich katastrophal, haben die sich entwickelt. Da sieht man eben jetzt auch, wie stark Disney darunter gelitten hat. Schauen wir mal die Total Common Shares Outstanding an, in gelb eingeblendet. 2017 waren das 1,5
und jetzt haben wir 1,83. Also Disney hat auch ganz viele Aktien neu ausgeben müssen, eben in dem Corona-Jahr, um die Schulden auch bezahlen zu können und eben die Ausfälle auszugleichen. Wir können mal quartalsweise noch schauen, ob hier die Aktienanzahl vielleicht sogar wieder rückläufig ist. Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man hat hier eben die Aktienanzahl reduziert durch das Rückkaufprogramm. Also hier von Q1 auf Q2 konnte die Anzahl wieder reduziert werden. Und in der Vergangenheit war sie aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit immer steigend gewesen. Also von der Seite her jetzt im Moment rückläufig eher schlecht gewesen für die Shareholder, aber soll in Zukunft wieder besser werden. Man hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, dass man die Aktienrückkaufprogramme fortführen möchte. Ja, die Payout Ratio, die war in der Vergangenheit immer hier so um die 30% und die sehen wir ja auch im Moment mit den 32%. Und jetzt schauen wir noch die Forecasts an und da sieht man, dass die Umsätze auch in Zukunft weiter gut wachsen sollen. Also von dem her alles in Ordnung. Es stellt sich eben jetzt nur die Frage, ob man diesen Streaming War ja, da mithalten kann, ob man den gewinnen kann, vielleicht sogar gegen Netflix, gegen Amazon, die dann natürlich alle mitspielen, Paramount Plus. Also für mich im Moment eher ein Hold, wenn wir uns hier schön ja, stabilisieren, dann kann man die Aktie sich auch langfristig ins Depot legen, aber immer unter der Prämisse und immer dran denken, ja, man ist immer noch sehr, sehr angeschlagen und man hat sich einfach hier seit 10 Jahren einfach nicht vom Fleck bewegt. Also das muss man auf jeden Fall im Rückkopf behalten. Alles klar, dann danke für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.